Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Schauen wir in die Energie für das Kollektiv. Was darf ich weitergeben heute? Ein Neubeginn. Neue Beziehungen, neue Muster, neue Verträge, die neue Türen öffnen. Sich sicher fühlen im Beziehungsleben. Etwas nimmt Fahrt auf, etwas kommt in Bewegung. Die Vergangenheit wird geklärt, die eigene Größe leben. Ja, schicksalshafte Neubeginne, aber auch sehe ich Menschen, die neu auf unseren Weg kommen. Das können so Personen sein, die sehr inspirierend sind, Schicksalsgefährten. Menschen, die haben so ein, wie nennt man das, so ein Charisma, so eine Ausstrahlung, die sehr anziehend ist. Wir selber. Sehr schön, wir können Blockaden hinter uns lassen. Zeiten der Unsicherheit, mehr nach vorne gucken. Eine Erfahrung, die längere Zeit blockiert hat, so stehen lassen, wie sie ist. Ja, aber nochmal, ne? Es können Leute sein, die im Unbekannten noch sich befinden, die hier auf den Plan treten. Menschen, die zu einer bestimmten Erfahrung auch dazugehören. Die Lernaufgabe könnte sein, vertraue ich dem Ganzen? Bin ich bereit für einen neuen Schritt? Lasse ich mich auf etwas ein? Und das Schöne ist wirklich, wir gucken hier raus. Das heißt, wir haben hier die nächste Phase vor uns und es ist einfach zu sehen, dass wir sehr vieles hinter uns lassen. Sachen, die wir gelernt haben, die uns vielleicht auch längere Zeit beschäftigt haben, die dann auch wieder Zweifel ausgeräumt haben. Und wenn du hier jemand Neuem begegnest oder ein neuer Mensch die Bühne betritt, kann jetzt schon gut sein, dass man dann denkt, kann ich mal gucken, wie weit ich denn im Vertrauen bin, mich zu öffnen oder mich auf jemand einzulassen. Es muss hier nicht unbedingt in der Partnerschaft sein, das kann eine Situation sein, wo man eben einem bestimmten Menschen vielleicht auch auf der vertraglichen Ebene begegnet oder der einem ein Angebot macht. Der Konflikt könnte hier sein, das finde ich ziemlich spannend, dass man nicht alles weiß und damit einen Konflikt hat. Das heißt so, wir wollen am liebsten alle Menschen abscannen, bevor wir sie in unser Leben lassen oder genaueres wissen.
Hier ist etwas, das hinter uns gelassen werden kann, wo man auch sagt, hier brauche ich nicht mehr drüber zu reden, hier spare ich mir jedes Wort. Das kann jetzt hier im Speziellen sein, dass man sehr viel seelisches Wachstum erlebt, das Sicherheit mitgebracht hat und man sagt sich so, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich stehe und jetzt kommen eben wieder Menschen auf die Bühne, da kann man dann beweisen, ob das, was man sagt, auch so ist. Ich habe die Sterne hier unten dabei, in dieser Verbindung auch zu diesen Menschen und ich habe hier einen Konflikt, den wir beenden können, den wir damit haben, wenn wir, wie gesagt, nicht alles vorher wissen. Wenn wir jemanden kennenlernen, entpuppt sich das ja Stück für Stück. Und an irgendeinem Punkt sagt man dann, das passt oder das passt nicht. Hier kann es auch jemand sein, der im weitesten Sinne nur da ist, um nochmal abzuchecken, warum ist der Mensch in meinem Leben oder warum tritt er auf die Bühne, auf die Lebensbühne in meinem Leben? Bin ich seelisch im Gleichgewicht? Habe ich da noch Wachstumsprozesse oder Aufgaben? Es geht eigentlich ums Bei sich bleiben und doch sich öffnen. Dieser Mensch kann hier in verschiedenen Szenarien auftreten, möglicherweise als verbindlicher Partner, im Bereich Beziehung, Arbeit oder auch vielleicht mit den Finanzen verbunden. Jedenfalls stehen die Dinge hier unter einem guten Stern. Man hat so dieses Ding, man muss nicht mehr zu allem irgendetwas sagen und man guckt nach vorne, ne? Man löst einen Konflikt, den man auf der seelischen Ebene hat. Jeder hat seine eigenen Lernaufgaben dabei. Spannend. Es kann hier tatsächlich auch jemand sein, der dir finanziell neue Türen öffnet oder der irgendein Wissen hat, das du benötigst, das wir benötigen. Mutig sein gehört hier dazu. Und guck mal, unten haben wir noch das Wunder. Bei dieser Karte geht es tatsächlich darum, dass wir vielleicht tatsächlich nicht alles erkennen, nicht alles sehen oder noch nicht genau wissen, wo alles ist. Und hier geht es darum, etwas zu lernen, was einen ganz besonderen Segen für uns bereithält, den wir auch entdecken werden. Es kann sein, und es passt auch wunderbar, dass es jemand gibt, von dem man sich vielleicht im Moment eingeschüchtert fühlt, aber dieser Mensch bald ein zuverlässiger Verbündeter ist, ne? Und es ist so eine richtig gute Gelegenheit, auch im eigenen Innern das Sicherheitsgefühl nach oben zu halten, das man sich erarbeitet hat, gewisse Selbstachtung auch zu haben und vor Konflikten nicht davon zu laufen. Dann enden wir hier noch im Wunder. Und die Karte sagt in der Hauptsache, da wo du nicht geglaubt hast, dass es irgendeine gute Wende gibt, da gibt es sie eben doch. Aber wir können eben nicht bestimmen, wie das daherkommt, ne? Die Erwartungshaltung ist hoch, das könnte nur so oder so geschehen. Und hier kommt es eben auf eine ganz andere Art und Weise, vor der wir uns nicht verschließen sollen, auch wenn es dazu gehört, mal zu versuchen, einen anderen Weg zu wählen oder etwas anzunehmen, was man vorher nicht annehmen konnte. Also das ist ein spezieller Prozess auch irgendwie. Was sagt denn unser Seelenleben dazu? Harmonie, etwas neu gestalten, vielleicht das Umfeld auch oder in der Wohnung, sich Auszeit nehmen, wir haben Wellness dabei, etwas für sich selbst tun. Die Lernaufgabe kann hier auch sein,
Man hat sehr viel immer nur für andere getan. Und wenn dir jetzt neue Menschen begegnen, wie ist das Muster dann? Macht man es so weiter oder verausgabt man sich mal ausnahmsweise an sich selbst? Man investiert etwas in sich selbst. Es ordnet sich das innere und äußere Feld und es kann eine andere Harmonie einziehen. So, hier haben wir noch die Schwalbe. Jo, ich kündige dir eine Zeit des Neubeginns an, den haben wir hier oben. Und eine Wendung zum Guten. Trostlosigkeit und Ängste dürfen mit meinem Flug von dir abfallen. Zuletzt noch, ja, hier ist Genesung, hier gibt man ein Trostpflaster, kriegt man. Und unten kriegen wir noch gesagt, nutze deine Zeit, bevor sie abgelaufen ist. Ne? Hier muss man mal irgendwann in die Gänge kommen und für sich selber einen Schritt machen. Auch wenn es ein bisschen mutig sein bedarf. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis morgen.